Servus Leute. So, jetzt werde ich mal meinen vorletzten Urlaubstag ein bisschen ausnutzen, um auch mal wieder raus zum Schießen zu gehen. Ich bin gerade auf meinem Schießplatz angekommen. Schön neblig alles. Ihr hört es vielleicht ein bisschen an der Stimme. Ein bisschen angeschlagen bin ich auch, aber das soll auf keinen Fall das heutige Schießvergnügen trüben. Ich will heute mal ausprobieren, ob meine Klickliste für die Anschütz mit dem Hawk Zielfernrohr stimmt. Ihr seht, es ist schön neblig. Später soll die Sonne noch kommen. Gucken wir einfach mal. Ich bin ein paar Stunden Hausen. Ich werde ein paar Benchrest-Karten beschießen. Ich werde ein bisschen auf verschiedene Distanzen schießen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Viel Spaß. So, mein Parcours habe ich jetzt gesteckt. Einfach die Target Cards mit Magneten an Heringen befestigt. Auf verschiedene Distanzen. Die nächste bei 9 Meter. Mal schauen, was die weiteste ist. Das werde ich dann ausmessen. Und dann fangen wir jetzt einfach mal Schießen an. So, es kommt langsam Wind auf. Ich habe leider, oder was heißt leider, ich habe heute nicht meine The Rock dabei. Ich habe so viel Equipment heute mitschleppen müssen, dass ich die große Unterlage daheim gelassen habe. Und der Tisch ist mäßig stabil. Soll aber keine Ausrede sein. Wir schießen mal auf 25 Meter und gucken mal, was wir jetzt so zusammenbekommen. Frischt langsam auf. Mal gucken, ob wir mal kurz windstill erwischen. Jetzt merke ich den Wind an der Wange. Das haben wir jetzt gerade auf 25 Meter geschossen. Ich habe mal einfach ein Euro-Stück daneben gelegt. Dürfte ungefähr ein Streukreis von einem Zentimeter sein. Das für draußen ist mehr als in Ordnung. Damit kann man Wettkämpfe schießen, ohne dass man am Material zweifeln muss. Geiles Gewehr, ich sag's euch, ey. Noch okay.
Zielbereich ein bisschen Wind anscheinend. Auch wie tief. Wow. Er ist komplett weggegangen. Gegenwind. Der war gut, halber dort drüber. Immer noch Gegenwind, ich schieße wieder einen halben dort drüber. Leichter Gegenwind. Der Wind weg, genau da wo ich hingehalten habe, ist der Schuss hin. Kein Wind, genau Fleck gehalten. Kam der Wind leicht von hinten. Am Nacken habe ich es gespürt, aber dass der schon vorne beim Ziel ist, habe ich auch nicht gedacht. Wieder leicht von links hinten. Der ist komplett abgehauen. Wind habe ich überhaupt keinen gespürt, das kann nur ein Flyer gewesen sein. Ist komplett weg. Wahnsinn. Und schon wieder. Scheint da vorne bewegen sich ein paar Äste. Hier bei mir ist überhaupt nichts am Wind. Was die, ob der nächste auch. Ich halte ja nur einfach mal Fleck. Ich glaube, dass er gerade abhaut. Das hat gepasst. Ich wiederhole nochmal den drittletzten und den vorletzten. Die sind doch ziemlich weit raus. Jetzt merke ich im Wind leicht rechts hinten. Vorne am Ziel ist, kann ich nicht sagen. Ja.
Okay. Also was ich nur empfehlen kann, auf jeden Fall Windfahne mindestens 2 Stück, eine am Ziel, eine hier beim Schützen und eine am besten noch in der Mitte, dass man auch wirklich sieht, was der Wind macht, weil teilweise habe ich hier Wind in den Nacken bekommen und vorne am Ziel war gar nichts oder umgedreht, dass hier überhaupt nichts war, ich gar keinen Wind gespürt habe und vorne beim Ziel dann halt eben das Diabolo weggetragen wurde. Wenn so eine kurz gemähte Wiese ist wie hier, da kann man halt auch nicht irgendwo spicken gehen oder so oder halt ich sag mal, die Halme beobachten. Deswegen sind so Windfahnen Pflicht auf jeden Fall fürs Benchrest und natürlich eine bessere Unterlage. Also das hier ist auch eher semi-professionell oder semi-optimal. Und, ja. Und hier seht ihr nochmal das Setup, das ich geschossen habe. Anschütz 9015 One auf der Caldwell Catco, gefüllt mit Bügelperlen, macht es schön leicht. Und hier das Ergebnis. Die beiden waren relativ weit rausgetragen. Da habe ich den Wind, wie gesagt, überhaupt nicht gemerkt bei mir. Und deswegen sind die ziemlich abgehaut. Der Rest ist eigentlich echt okay. Ein paar besser, ein paar schlechter. Aber alles aus meiner Sicht annehmbar. Ja, hier oben haben wir noch einen, der ein bisschen abgehaut ist. Aber gut. Ich bin fürs Erste auf jeden Fall mal zufrieden und es macht wirklich Spaß. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.